Ein Jahr Krieg in der Ukraine. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist kein Fest, kein Jubiläum der Freude. Ein Jahr, an dem 24. Februar 2022 gab es eine große Menschenrechtsverletzung in dieser Welt, ganz besonders in der Ukraine. Ein wunderschönes Land, ein reiches Land, ein Land, was eigentlich sehr, sehr viel weiter kam, wurde auf einmal überrollt, überfallen, dass dieses Land heute zerrissen ist. Auch nach einem Jahr ist es nicht besser geworden. Menschen fliehen, Hunderttausende Menschen sind in der ganzen Welt unterwegs, weil eine gewisse Tyrannie, eine gewisse Menschenrechtsverletzung ohne Maß passiert. Wenn wir heute an diesem 24. Februar 2023 dieses geistliche Wort machen, da habe ich auch wirklich ein großes Gefühl der Solidarität für die Menschen aus der Ukraine. Ich durfte an einer Veranstaltung in Nussloch teilnehmen, wo die ukrainischen Flüchtlinge eingeladen wurden, ebenso die Freunde, die in Deutschland sie aufgenommen hatten. Und das war ein ganz tolles Plakat zu sehen von den Kindern, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Danke Deutschland, danke Nussloch. Ich denke, das kann man wirklich erweitern. Danke Leimen, danke Sandhausen, danke St. Hilgen, danke Gau-Angeloch oder danke Wiesloch und so weiter und so fort. Das heißt, wir waren diejenigen, die wirklich ohne Wenn und Aber diese Flüchtlinge aufgenommen haben und für sie einen Platz gegeben hatten. Ganz besonders freuen sie sich, die Flüchtlinge, dass sie das Essen, die Kleidung und ein Dach über dem Kopf bekommen haben. Natürlich, klar, die Männer sind im Krieg dort in der Ukraine und Frauen und Kinder sind meistens hier. Das ist auch eine gewisse Zerrissenheit, was die Menschen spüren, und viele würden sehr gerne zurück in ihre Heimat. Warum soll diese große Zerrissenheit in dieser Welt passieren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer? Gerade die christlichen Länder sollen eigentlich gegen den Krieg sprechen, ob sie katholisch, ob sie protestantisch, ob sie orthodox unterwegs sind als Christen. Sie sollen eigentlich die Vorbilder des Friedens sein. Gerade in der Ukraine, gerade mit Russland, gerade in Europa kann das nicht passieren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, weil wir vom Geist Jesu leben sollten. Es gibt kein Wenn und Aber für den Frieden. Das heißt, wir müssen für den Frieden leben und arbeiten. Ich finde es ganz toll, dass wir diese Flüchtlinge aufgenommen haben und für sie eine Heimat schenken. Aber das reicht nicht aus, sondern wir müssen mit Verhandlungen, mit der Diplomatie nicht nur für die Ukraine, sondern auch für die ganze Welt, wo diese Zerrissenheit passiert, dass wir als deutsche Nation auch für den Frieden uns einsetzen. Weil nicht nur in der Ukraine passiert der Krieg, sondern ganz viele hunderte Kriege in der ganzen Welt passieren. Unsere Medien bringen leider nicht alle zu unseren Augen. Gerade in der Fastenzeit ist es wirklich gefragt, dass wir als Christen oder dass wir als Menschen in Deutschland uns besinnen, wie wertvoll der Friede ist. Und wie wertvoll der Friede ist auch zu geben. Das heißt, wir sind eingeladen, als Friedensbotschafter in dieser Welt zu sein. Jesus hat einmal gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Das heißt, diese Welt kann nicht endgültigen Frieden schenken. Deshalb hat Jesus selber gesagt, ich gebe meinen eigenen Frieden, weil ich weiß, dass ihr mit eurem Frieden nicht zu Ende kommen könnt. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Jesus Christus, er ist der Friede. Er ist der Friede Gottes. Er schenkt uns vom ganzen Herzen den Frieden, nicht nur zwischen den Menschen, sondern zwischen der gesamten Schöpfung. Das wünsche ich euch und Ihnen, wenn wir gerade die Fastenzeit begonnen haben, dass wir wirklich auf
den Spuren Jesu gehen, dass wir als Friedensbotschafter leben und diesen Frieden an alle Menschen schenken.